2 Wochen frei. Über Pfingsten bestes Wetter, also habe ich mir meine Royal Enfield Meteor genommen und bin Richtung Süden gefahren. Freunde besucht in Nürnberg und München und dann weiter über den Brenner Richtung Toskana und zurück über die französische Riviera und das Jura nach Deutschland. Das ist jetzt so im Groben die Strecke. Ich habe nichts weiter vorgebucht und habe mich einfach treiben lassen. Sonja und Ulf haben mich mit ihren Maschinen, hier sind wir gerade am Tegernsee, wo irgendeine historische Veranstaltung stattfindet, mit ihren Motorrädern von Feldham bei München bis kurz vor Innsbruck begleitet und ab da ging es dann alleine weiter. Da sind wir auch schon am wunderschönen Achensee an einem Sonntag. Die beiden werden sich gleich verabschieden und dann beginnt meine Solotour, zunächst über den Brenner. Ich habe noch ein bisschen Respekt vor Bergstraßen, da ich das Motorrad erst seit einem knappen Jahr habe und ewig nicht mehr gefahren bin. Also es gibt noch so ein paar Probleme mit dem Anfahren am Hang und mit Spitzkehren. Aber ich denke mal, die Brenner Landstraße wird nicht so kritisch sein. Und jetzt genieße ich erstmal die schöne Landschaft hier am Achensee. Ja, hier am Achensee trennen sich unsere Wege. Sonja und Ulf fahren nach Hause zurück. Der Verkehr in meine Richtung ist ruhig, hervorragend. Hier kommen schon die ersten malerischen Dörfer. Der Verkehr in die Gegenrichtung ist recht heftig. Ich benutze die Brenner Landstraße statt der Autobahn, um relativ entspannt voranzukommen. Das Wetter bleibt auch wider Erwarten trocken, also optimale Bedingungen. Wunderbare Landschaft. Gleich sieht man hier rechts oben die Brenner Autobahn. Ja, da ist sie jetzt zu sehen. Die alte Brenner Straße führt praktisch an der Autobahn längs. Der Verkehr ist jetzt noch relativ ruhig, vor allen Dingen in meine Richtung. Ich hatte eine Übernachtung in Kaltern angedacht. Jetzt so langsam nach dem Brenner Richtung Bozen wurde ich dann doch ein bisschen müde und hatte mir überlegt, naja, vielleicht findest du ein Hotel hier irgendwo an der Strecke und gut ist und du fährst den Rest morgen weiter. Ich habe auch eins gefunden. Das war nur 18 Kilometer, glaube ich, entfernt und dachte, naja, das ist es dann. Doch das sollte sich als Fehler herausstellen, denn das Hotel lag etwas abseits vom Wege und es ging zunächst mal die Berge rauf. Die Straßen wurden immer schmaler und es passierte genau das, was ich vermeiden wollte. Kleine Bergstraßen und Spitzkehren und das direkt am ersten Tag der Tour. Das musste nicht unbedingt sein. Aber so war es nun mal und zunächst ging auch alles noch ganz gut. Es waren auch noch Menschen zu sehen und Gasthäuser. Aber der Weg entpuppte sich schnell als fahrerische Herausforderung. Genau das, was ich vermeiden wollte, kam natürlich jetzt eine Spitzkehre. Dazu noch eine mit einem nicht gerade perfekten Straßenbelag, wie man sieht, ausgefahren und mit Schotter. Ich hampel ein bisschen rum, dann kommt natürlich ein Verbotsschild, 7,5 Tonnen zunächst.
Die habe ich ja nicht, also geht es weiter nach oben, Kehre um Kehre. So war es eigentlich nicht geplant für den Nachmittag. Mist, was ist das jetzt? Ein Durchfahrt verboten Schild. Naja, es sind ja nur noch ein paar Kilometer bis zum Hotel. Irgendwie wird es schon klappen. Also immer weiter aufwärts geht es. Und es ist dann schon beruhigend, wenn einem plötzlich nochmal Radfahrer oder Spaziergänger entgegenkommen. Man ist zumindest nicht am Ende der Welt. Ja, und so kraxelte ich immer weiter hoch und ja, dann kam wirklich das letzte Schild gesperrt und hier war dann auch gleich Schluss. 3-4 Kilometer vom Hotel entfernt gab es keine Straße mehr und ich musste mir jetzt aus der misslichen Lage weiterhelfen. Hier geht's nicht weiter, ne? Ich wollte zu einem Hotel da oben, aber ich finde keinen Weg da hoch. Gibt's nichts, ne? Ja, ja, da komme ich ja her, da ist auch gesperrt. Ja, ja, ich habe das Hotel gerade gebucht und wollte eigentlich was an der Strecke haben, aber keine Chance. Ja, ich sehe schon. 2,7 Kilometer noch, naja, gut. Also wieder zurück. Die ganze Strecke war umsonst. Es hat mich über eine Stunde gekostet und am Ende der wunderschönen Bergstraße habe ich dann im Hotel angerufen und das Zimmer storniert. Dankeschön. Die Bergstrecke hatte auch was für sich. Ich war wieder fit und beschloss, bis Kaltern am See weiterzufahren. Half an hour ago a room at your hotel, but I'm with a bike, but I cannot reach it. It's now the second road to it, which is closed. I cannot reach you, really. Also weiter geht es Richtung Kaltern am See. Und wie es dann der Zufall will, ich finde dort zufällig die gleiche Pension, in der Udo und ich vor 8 Jahren mit Motorrad und Roller schon mal Station gemacht haben auf unserem Weg an die italienische Riviera. Und natürlich gab es auch im gleichen Restaurant direkt um die Ecke das lang ersehnte kühle Bier und ein leckeres Essen. Für diesen Tag habe ich geplant, nach Kaltern am See einen kleinen Ort in der Poebene anzufahren. Brescello heißt er. Dort wurden in den 50er und 60er Jahren die Don Camillo und Pepone Filme gedreht. Und ansonsten hat der Ort auch nicht viel zu bieten, aber als Zwischenziel dachte ich mir, ist er ganz gut geeignet. Nach einigen Kilometern sind die Berge dann auch überwunden und ich befinde mich hier in der Poebene Richtung geplantem Tagesziel Brescello. Die Temperaturen steigen unaufhaltsam und es ist aber insgesamt noch sehr, sehr angenehm zu fahren. Jetzt bin ich in Brescello angekommen
und das Hotel muss hier gleich irgendwo direkt am Ortseingang liegen. Das Hotel namens Brixellum kann ich sehr empfehlen, gerade für einen Zwischenstopp in Norditalien. Ach, da ist es auch schon. Und es ist ein schönes kleines Hotel und es ist direkt ein Restaurant dabei. Und da habe ich ein göttliches Risotto gegessen und einen Lambrusco-Wein Frizzante probiert. Also Hoteltipp, Hotel Brixellum in Brescello. Ein Don Camillo und Pepone Museum, eine Statue von Fernadel vor der Kirche und von Pepone vor dem Rathaus. Das war's dann auch schon in dem etwas verschlafenen kleinen Ort. Weiter geht's am nächsten Tag Richtung Viareggio, ein Ort an der Küste im Norden der Toskana. Ich freue mich jetzt schon drauf, was ich allerdings nicht bedacht habe. Irgendwie habe ich in Geografie nicht aufgepasst, denn es geht so flach nicht weiter. Gleich kommen die Apenninen und dieser Gebirgszug, besonders die ligurischen, geht bis auf 1800 Meter hoch. Also, auch für heute waren wieder einige Pässe angesagt. Ja, über diesen Bergkamm muss es noch gehen und dann liegt die Küste vor mir. Die Straßen waren übrigens überall relativ leer. Das lag daran, dass ich Landstraßen gefahren bin und ich habe meistens dann mit Google Maps oder Apple Maps navigiert oder auch in der Toskana selbst mit Calimoto oder auch Scenic. Langsam geht es runter an die Küste Richtung La Spezia und Viareggio. Und das ist jetzt Viareggio, ein langgestreckter Ort, was in Italien nicht so schön ist. Man sieht es hier rechts. Die Strände sind durchprivatisiert. Das heißt, man muss in irgendeinen Badestrand gehen, wenn man es denn will. Man kann nicht einfach an den Strand gehen, wie man es aus Deutschland oder aus anderen Ländern kennt. Mein Hotel ist hier vorne gleich links und das Motorrad konnte ich direkt abstellen an den vielen vorhandenen Parkflächen extra für 2 Räder. 3 Tage Viareggio, hier der Blick aus meinem Hotelzimmer. Ja, was macht man abends? Ein kühles Bier am späten Nachmittag. Hier die beiden Herren, bei denen ich immer das Bier getrunken habe. Und abends lecker essen. Hier habe ich mir mal was gegönnt. Das muss aber nicht jeden Abend so sein. Für den nächsten Tag hatte ich mir eine Route in die nördliche Toskana ausgesucht über Calimoto, musste aber zunächst einmal durch Pisa. Und so schön diese Städte sind, es sind wahre Zeitfresser. Ich habe also ewig im Stau gestanden. Hier fahre ich gerade an der Stadtmauer entlang, um dann schließlich in die wunderschöne Landschaft zu kommen. So schön es landschaftlich ist, die Straßen sind teilweise schon recht schlecht und nervig. Man schafft nicht viele Kilometer, wenn man es gemütlich angehen lassen will. Das heißt also, eine Tagestour mit 150 Kilometern ist durchaus sinnvoll
Alles andere artet in Stress aus. Und schnell fahren kann man eh nicht. Also meine Royal Enfield Meteor war eigentlich für diese Landschaft genau das richtige Motorrad. Nachdem ich den ganzen Tag Landschaft genossen hatte, habe ich mir für den nächsten Tag Pisa vorgenommen. Da es am nächsten Tag etwas regnerisch war, beschloss ich mit der Eisenbahn nach Pisa zu fahren, was wunderbar geklappt hat. Zunächst ist man ziemlich erschlagen, ob der ganzen Touristen aus aller Welt, die hier an der Stadtmauer bei den Sehenswürdigkeiten vorbeigehen. Und dann schaut man durch diesen kleinen Torbogen und ehrlich gesagt, das ist schon ein gewaltiger Anblick. Nicht der schiefe Turm unbedingt, der ist zwar auch touristisch interessant, sondern das Gesamtensemble hier auf dem Campo Santo, gebaut irgendwann um 1450. Das ist wirklich mega beeindruckend und ich habe diese Impressionen auf der Reise wirklich genossen. Der Turm darf natürlich auch nicht fehlen. Der Bus Nummer 1 fährt an allen Sehenswürdigkeiten vorbei. Hier der Corso Italia, die Einkaufsstraße und noch ein paar Schnappschüsse aus dieser Stadt. Nach 2 Tagen Viareggio geht es heute nach Menton an der französischen Riviera. Ich liebe diesen Ort. Und ich wollte eigentlich relativ zügig dahin, also habe ich auch keine Rücksicht darauf genommen, ob es Mautstraßen sind oder nicht. Bin also mit meiner Royal Enfield auch Autobahn gefahren und ich muss sagen, das geht eigentlich sehr gut. Es war sowieso nicht so das beste Wetter, relativ warm, aber feucht. Und ich bin dann über die Autostrada gefahren, bin gut um Genua rumgekommen und musste dann nicht durch die Stadt kurven. Es heißt zwar manchmal, mit der Royal Enfield wären Autobahnen schlecht zu fahren. Gut, die Maschine hat nur 20 PS, die Höchstgeschwindigkeit liegt irgendwo bei 115, 120. Aber das geht auf italienischen und französischen Autobahnen zumindest relativ entspannt. Hier sind wir schon bei bestem Wetter an der Côte d'Azur. Gleich kommt die Grenze nach Frankreich und natürlich auch die Mautstationen. Die Mautstationen sind immer eine besondere Herausforderung, weil man da ein bisschen mit seiner Karte oder Handy herumhampeln muss, den Handschuh ausziehen muss, das Peage-Ticket einstecken muss. Das ist also nicht so angenehm. Aber auf der ganzen Strecke von Viareggio bis Menton war nur eine einzige Mautstation, sodass das relativ übersichtlich war. Mit ca. 50 € hat man sich das aber auch gut bezahlen lassen. Direkt hinter der italienischen Grenze liegt dann Menton, ein wunderschöner Ort an der Côte d'Azur. Er ist nicht so überlaufen und was ich besonders schön finde, man kann ein Hotel am Strand haben, wirklich mit Meerblick und geht auf der anderen Seite vom Hotel raus und ist direkt in der Fußgängerzone von Menton. Das hier ist die Fußgängerzone von Menton, eine einzige lange Straße und ein bisschen Altstadt hat man auch mit malerischen Blicken aufs Meer. Die Altstadt hat so ein bisschen italienischen Flair, aber auch die Plätze sind schön. Das ist einfach eine sehr, sehr angenehme Stadt und ist nicht so touristisch wie die anderen Großstädte an der Côte d'Azur, wie Cannes, Nizza und so weiter. Also eigentlich
ein idealer Stopp für 2, 3 Tage. Nach Menton mache ich mich dann auf die Rückfahrt. Die wird dann durch den Jura gehen, also ich werde das Tal der Var hochfahren und nicht über die Rhônestrecke fahren. Die Abfahrt 2 Tage später aus Menton war etwas chaotisch. Ich bin über die Corniche Richtung Nizza gefahren und es war auch an diesem Tag relativ viel Verkehr. Ich glaube, es war ein Sonntag. Und ja, zum einen durch Polizeikontrollen an der Grenze von Italien und auf der Autobahn. Zum anderen lag es aber auch daran, dass ich das Navi irgendwie falsch eingestellt hatte und kaum in Nizza angekommen, lotste es mich wieder nach Menton zurück. Und als ich dann plötzlich auf der Autobahn war, gab es in der Tat kein Zurück mehr. So bin ich die Strecke zweimal gefahren. Also das musste nicht sein, aber so ist das manchmal. Pleiten, Pech und Pannen an der Côte d'Azur. Hier das malerische Städtchen Ezé an der Côte d'Azur, oben am Berg gelegen. Aber es war jetzt leider die Rückfahrt und der Blick auf das Städtchen musste genügen. Ein Vorteil des Motorradfahrens ist ja, man kriegt die Gerüche mit und das war bei dieser Tour in der Tat mehr als beeindruckend. Zunächst, wenn man über die Alpen kommt und so ab dem Tal der Etsch in Italien, Südtirol ist, steigt so ein süßlicher Geruch in die Nase, so eine Mischung aus Obst und keine Ahnung, anderen Pflanzen, die dort angebaut werden, aber vor allen Dingen Obst, ein sehr, sehr angenehmer Geruch. Und der setzt sich fort im gesamten Italien. In Frankreich kommt dann noch ein bisschen das Lavendelige dazu. Also das ist schon ein Erlebnis für sich. Durch das Tal der Var Richtung Grenoble geht es zurück. Ich werde diese Strecke aber mit 1, 2 Zwischenübernachtungen machen. Aber es ist eine sehr schöne Strecke. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, an der Rhône entlang zu fahren. Das wäre etwas länger gewesen, ein bisschen flacher vielleicht. Aber für ein Motorrad ist eigentlich diese Strecke relativ angenehm und vor allem, man sieht es hier, die Straßen sind total leer. Also das Tal der Var hoch bis Digne, Annecy, die Richtung ist auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen, wärmstens im wahren Sinne des Wortes. Die Temperaturen waren natürlich, wie immer, recht hoch, aber da Anfang Juni noch sehr angenehm, nicht so wie im Hochsommer. Also wer sagt, mit 20 PS und 350 Kubik geht das nicht, dem möchte ich hier deutlich widersprechen. Es war eine total angenehme und stressfreie Fahrt. Sicherlich, man gewinnt keine Geschwindigkeitspreise, aber darum geht es nicht. Ich wollte eine entspannte, ruhige, angenehme Tour haben und genau das ist mit der Maschine möglich. Und man sieht hier die Eindrücke, die waren schon wirklich toll. Eine fantastische Landschaft, super Wetter, die ganzen 2,5 Wochen und kaum ein Tropfen Regen. Man darf sich allerdings auch nicht zu viel vornehmen. Also immer ab und zu mal Pausen machen. Das Tanken war das geringste Problem. 500 Kilometer Reichweite ist schon durchaus möglich. Und so nach 2 Stunden
dann merkt man doch schon, dass es besser ist, eine Pause zu machen. Vom Sitzkomfort geht es sogar noch ein bisschen länger. Allerdings fällt mir auf, gerade wenn man alleine unterwegs ist, dass man doch dazu neigt, weniger Pausen zu machen. Da musste ich mich ein bisschen zu zwingen, auf die Uhr zu gucken und nach 2 Stunden wirklich abzusteigen und ein Getränk zu sich zu nehmen oder vielleicht eine Kleinigkeit essen. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Die Rückfahrt nach Deutschland war auch ohne Regen. Ich habe spontan beschlossen, in Bad Bellingen, das ist so am Rande des Schwarzwaldes, kurz nachdem man nach Deutschland wieder reinfährt, einen Zwischenstopp einzulegen. Und ja, das ist einfach das Schöne, wenn man alleine fährt. Man kann spontane Entscheidungen treffen. Und das hat richtig gut getan. Ich kann Bad Bellingen wirklich empfehlen. Ein kleines Kaff eigentlich. Aber ich hatte ein wunderschönes Landhotel mit leckerem Essen und vor allen Dingen eine Therme in fußläufiger Nähe. Also 2 Übernachtungen gebucht, 2-mal Therme, 2-mal Rückenmassage dazu und danach ging es einem richtig gut nach einer solchen Tour. Insgesamt waren es 3300 Kilometer. Ich habe 16 Tage gebraucht. Dabei muss man natürlich sagen, 3 Übernachtungen Via Reggio in Italien, 2 Übernachtungen in Menton, Frankreich und 2 Übernachtungen in Bellingen. Dann noch Freunde besucht in Karlsruhe und Speyer und bin dann sonntags zurückgekommen. Und just als ich das Motorrad in die Garage schieben wollte, begann es zu regnen. So muss es sein.